Über 50 Folgen Wir werden Camper. Wir blicken zurück auf die kuriosesten, schrägsten und einfach unglaublichsten Campingmomente aus den letzten 6 Jahren. Ich glaub das nicht. Man fängt schon an zu schwitzen, ich merke das schon so innerlich. Wenn ich jetzt gerade so, dann kann ich meine Beine nicht ausstrecken. Das sah so einfach aus im Internet. Das ist ja einfach nur schön, guck mal. Ja. Und sie kommentieren. Rüdiger und Petra Erbslö aus Meerbusch. Britta Hofmeister und Andreas Werner aus Dorsten. Und Jasmin und Sven Ruby aus Hamm. Das ist original du. Echt, du kennst dich so gut aus, ne? Das ist unfassbar. Kennen wir auch, aber auch schon erlebt. Die Erbslös sind seit 6 Jahren on Tour. Mit Campingmobil Olaf reisen sie quer durch Europa. Im Winter wie im Sommer. Ich bin ganz geflecht hier. Ja. 8,5 Sterne, ne? Wegen der Dünen. So stelle ich mir die Schweiz traditionell so vor. Ja. Britta und Andreas zieht es meist in den sonnigen Süden. Dabei darf es gern mal ein bisschen extravagant sein. Das ist unheimlich intensiv. Ich habe überhaupt keinen Stress in mir. Unfassbar. Ich habe noch nie so schönes, klares Wasser gesehen. Unfassbar. Aber Reisen mit ihrem XL-Wohnauflieger nicht gerade stressfrei. Britta, Britta. Ja, also bei uns eskaliert das auch manchmal. Jasmin und Sven fallen bei ihren Reisen durch NRW immer auf. Ihr Gespann tierisch kunterbunt. Unser Wohnwagen sieht so aus, wie er aussieht, weil auf dem Campingplatz alles schwarz, weiß, grau, keine Ahnung ist. Die 3 Paare lieben das Camperleben und sind immer auf der Suche nach Dingen, die ihre Touren noch toller machen. Zeit, sie auszuprobieren. Dann gehen wir das mal testen. Ach du Jemine. Hör auf zu lachen. Wie ein Waschbrett früher. Weiter. Du sollst mir helfen. Oh Gott. Fast wie neu. Ja, wow. Ich dreh durch. Die Camper blicken zurück auf eigene und andere Touren. Und auf unglaubliche Camper-Erlebnisse. Oh. Boah, das Gesicht. Los geht's mit Jasmin und Sven und einer unvergesslichen Abfahrt im heimischen Hamm. Navi eingestellt? Ja, Navi steht. Ja, dann wollen wir mal los. Ups. Hoffentlich ist nichts passiert. Du Schande, Ne? ja. Das kann teuer werden. Albtraum. Lach nicht. Hast du nicht eingekoppelt? Ich habe den angekoppelt. Nein, hast du nicht. Doch. Das Stützrad ist runter, ne? Upsala. Gut, dass das nicht während der Fahrt passiert ist. Ne? Bei mir ist das letztens mal komm, während mit der dem- Fahrt passiert. Mit deinem Boot war es im Rückweg. Genau. Der Bootsanhänger. Der Bootsanhänger hat dann überholt. Ist gefährlich, ne? 21, 22, 23. Scheiße. Ja, Mädel, ich kann nicht verstehen. Genau, also mir wäre es auf den Magen geschlagen Ja. und ich hätte, Ja. boah, da wird es mir übel und schlecht und da wird's da eigentlich, Im Boden versinken. ja genau. Ja, nein. Das war mein erster Gedanke, der dann durch den Kopf geschossen ist. Jetzt ist vorbei, jetzt geht gar nichts mehr. Der war nicht richtig, die hat nicht, Kugelkopf war nicht richtig drin. Da darf man jetzt nicht schimpfen. Stopp! Hoffentlich ist nichts passiert. Können wir fahren? Nee, wahrscheinlich nicht. Weil Nein. ich kann den nämlich nicht anmachen. Nein. Ja. Es hat mir schon wirklich ein bisschen das Herz geblutet, als es dann passiert ist. Abgesehen, dass sie geheult hat wie ein Schlosshund. Das ist ja auch mein Heiligtum, mein Wohnwagen mittlerweile. Und ne, dann, du denkst ja, da kann ja alles Mögliche kaputt gehen. Jetzt ist er drin. Ah, ist nichts passiert. Ist Gott sei Dank hier nur raus. Funktioniert alles. Also Glück im Unglück. Genau, richtig Glück gehabt.
Ab an die Nordseeküste. Das, was wir mit Barbara und Jürgen Kleinebeck aus Essen dort erlebt haben, unglaublich. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wagen ist. Ist das einfach ein Hänger? Ohne Fenster und ohne Tür? Das ist ein Schlafhänger. Ein Schlafhänger. Okay. Für das Aufbauen wären wir jetzt ungefähr, ich sag mal so, eine Viertelstunde. Nee, komm, Viertelstunde. Ja, wenn du mich nicht immer auffällst. Genau so ist Das das. hättest du auch sagen können. Das stimmt doch. Nee, stimmt nicht. Und dann sagst du, wenn das aufgebaut ist, dann sagst du, ja, vielleicht aber, nee, da ist aber, können wir den noch mal drehen? Das kenne ich auch bei den. Ich nicht. Jetzt kommt das Bett, das erste Mal heute da drin schlafen. Ich bin mal gespannt. So, fertig. Da guckt eine Schraube raus. Wo? In der Mitte. Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Der brauchte kein Tool. Wupp, fertig. Zumindest fällt keiner hinten raus, weil der hat einen Nagel durch. Die bleiben alle hängen. Busfahrer Jürgen hat zwar an Strom im Anhänger gedacht, aber sich irgendwie doch verplant. Oh ja, Tor, die können wir gar nicht so weit auflassen. Oh ja, das ist auch blöd. Ja, das ist mit Sicherheit ganz zuletzt eben noch dann fertig gekriegt und so passieren so Sachen. Ja, und Das hätte mir mit der Stecker hätte mir doch auch passieren können. Jürgen, ich glaub das nicht. Nee, Was denn? das mit dem Stecker, das glaube ich jetzt nicht. Das ist original du. Wenn du was baust, du baust das auch immer falsch oder irgendwelche Schrauben gucken raus. Ja, Ja, genau. leider. Da musst du einen geknickten Stecker kaufen, den gibt's. Die kriegst die Tür aber immer noch nicht Nee, so die weit kriegst auf. man nicht auf, ja. Aber es ist weiter. So, Also ist jetzt der Durchgang hier gesperrt. ja. Jetzt haben wir nur noch den. Wenn ich was baue, dann denke ich mir auch was dabei. Ja. Ja, wir haben unseren Camper ja ein bisschen umgebaut, weil wir gesagt haben, wir brauchen keinen Kühlschrank. Alles rausgerissen, Spüle brauchen wir auch nicht mehr. Dann sagte meine Frau, aber sie möchte gerne noch eine Spüle haben. Ja, dann habe ich im Internet halt geguckt, habe auch eine sofort mit Siphon gefunden. Ja, ich hätte auf den Durchmesser mal achten müssen. Jetzt haben wir nur 20 Zentimeter. Das ist nicht viel. Hundenapf. Das sieht aus wie ein Hundenapf. Jetzt zu Yvonne und Tino an die Mosel. So, kommst du am besten mal raus. Jetzt komme ich mal nach vorne. Jetzt brauche ich eine Stange, bitte. Willkommen bei einem echten Camper-Klassiker. Zeltaufbau mit Zuschauern. Oh, die sitzen da aber auch, ne? Boah, wie Oleg und Bolek. Da fehlt das Popcorn. Kennen wir auch, haben wir auch schon erlebt. Musste durch. Ja. Ja, mir ist schon sowas durch den Kopf gegangen, dass alle gucken oder die Nachbarn oder man fängt schon an zu schwitzen. Ich merke das schon so innerlich, es geht natürlich alles schneller, aber es soll ja perfekt sein. Ja, letztens habe ich sogar einmal einen erlebt, der darüber geschmunzelt hat, dass irgendwie was nicht funktioniert hat. Also, Wenn wir merken, das funktioniert nicht, gehen wir hin, nicht? Und sagen, können wir helfen. Ob wir das auch hinkriegen, weiß ich nicht, wenn du das Zelt nicht kennst, aber man bietet sich an. Nein. aber neugierig ist man, ja. Neugierig sind die drei jetzt auch. Sie wollen was ausprobieren, was sie nach getaner Arbeit auf dem Platz gut gebrauchen könnten. Wenn es wirklich funktioniert. Hängematte. Teamwork. Da geht jetzt was auf, glaube ich. Ne? Ich Oder? weiß es. Ja. Das ist eine Hängematte. Nein. Ein Schlafsack. Das ist so ein Liegesesselteil. Ha, Das siehst du? ist dieses Windsofa, ne? Du meinst, die sich selber aufblasen? Nein. Doch, oder? Wenn der Wind reinkommt, dann muss man das mit Luft füllen und dann... Du musst jetzt laufen, Petra. Und dann fühlt sich dieser Sack Ach, ein voller Sitzsack, Luft und dann ein kannst du dich da Luftsitzsack. reinschmeißen. Oh, das kann ich nicht. Kann ich laufen damit. Mit ein bisschen Bewegen soll sich der Sack sekundenschnell in einen Sessel verwandeln. Also, auf geht's. Hör auf zu lachen, bitte.
Toni findet es schon mal irgendwie nicht so nützlich. Das war nicht viel. Weiter! Nein, du sollst mir helfen. Geht nicht. Ich habe mehr Luft drin als du. Ja, warte, und jetzt zusammendrehen. Dann hättest du schon mal ein Bett für dich. Ja, siehst du, dann reicht das doch, wenn das Bett für mich ist. Moment, du kannst das nur bei Sturm benutzen. Das ist ein Sturm. Ein Sturmsofa. Ja, wenn das funktionieren würde bei uns, wir Also wären ich schnell schätze genug mal, laufen. wenn du an der Nordsee bist und du hast da mal eine gute Düse, brauchst dich nur so hinstellen, ist das voll. So, und jetzt mal den Test. Jetzt setz dich mal drauf. Und jetzt kannst du schon zumachen, ne? Da kannst du dich reinsetzen. Hältst du mich fest? Oh, Entschuldigung. Egal. Ja, wow. Oh, upsala. Oh Gott. Also bequem ist was anderes. Also jetzt sitze ich immer noch mit den Steinen, mit dem Bogen, mit dem Popo auf den Stein. Auch wenn es nicht richtig geklappt hat, aber toll ist das Teil. Ich würde sagen, wenn du halt Wind auf dem Campingplatz hast, du ja viel mehr frische Luft. Da wird das auf jeden Fall viel besser funktionieren. Auf jeden Fall ist es irgendwie ein Sessel für eine Person. Denke ich. Du brauchst über 5, um das aufzupumpen. Aber so für den Strand finde ich das ganz gut, ja. Sagen wir so, so würde ich sagen. So. Unglaublich, was Dario und Smilka unter entspannt chillen verstehen. Hier gut schlafen? Na dann, gute Nacht. Wenn ich jetzt gerade so, dann kann ich meine Beine nicht ausstrecken. Gut, das Stückchen ist Ja, noch genau, ein das bisschen ist ja noch ein bisschen weg. Oh, Der ist auch ein großer. Oh, da würde ich durchdrehen, wenn ich mich nicht ausstrecken könnte. Oftmals winkelt man ja schon auch manchmal ein bisschen die Beine ein beim Schlafen. Oder kann dann ich halt mich zum Beispiel auch schräg legen. So. Genau, also das geht, das geht. Das passt nicht. Deswegen Längsbetten. ja. Es sei denn, du bist 1,60, dann hast du Glück, ne? Ja. Aber das sind die wenigsten. Klar, wenn ich mich an meine Frau rankuschel, dann liegen wir auch in Fötusstellung, kann man sagen. Aber ich muss auch mal für mich liegen können und dann muss ich auch mal die Beine ausstrecken können. Also das wäre absolut nicht, das ist ein No-Go für mich. Ja gut, aber du bist ja auch ziemlich groß. Da kommt es ja auch noch drauf an. Wieso? Ich bin ziemlich klein, ich kann ja überall eigentlich liegen. Ne? Oder ich würde hinten, so wie bei dem jetzt hinten, die Klappe aufmachen, würde ich rausschubsen. Nee, das machst du eine Nacht und dann nicht mehr. Zu klein? Von wegen. Es geht noch viel kleiner. Bühne frei für Bruno, den Mini-Wohnwagen. Knapp 8 Quadratmeter Platz für Conny, Michael und ihre 2 Kinder. Oh, so ein kleiner, nicht? Oh, wie süß. Krass. Guck mal, wie der angestrichen ist. Genial. Mega genial. Und vor allem die Offroad-Reifen. Das ist toll. Richtig toll. Das gefällt mir sehr gut. Aber im Wohnwagen stehen? Unmöglich. Küche? Fließend Wasser? Fehlanzeige. Schick sieht Also es aus, sieht ne? sehr gut aus. Ne? Ja. Aber so gar nichts mit Küche, nicht, wo du so ein bisschen was machen kannst, das wäre mir jetzt zu wenig. Das wäre wirklich zu wenig. Ja. Schlafen wird die Familie auf 2 Etagen. 2 unten, 2 oben im Dachzelt. Sommercamping. Je nachdem, wann du fährst damit, ist es ein bisschen kühl ohne Heizung, nicht? Ja. Das wird ja wie so eine Räuberhöhle und das wird mega für die. Also da werden sie richtig Spaß dran haben. Ja. Aber sehr schickes Teil. Stichwort schick. Passt jetzt perfekt. Petra und Rüdiger im Kaufrausch. Auf der teuersten Straße Zürichs. Schätzchen? Ja, ich weiß, ich sehe es. Ich versuche es jetzt mal in Worten auszudrücken. 13.910 Schweizer Franken. Das ist ein Schnapper. Ja. Kann man machen, ne? Ja. Das ist Schweiz.
Das ist Schweiz. Ach, es geht noch besser. Irgendwas sollte es doch von der Bahnhofstraße sein. Da kriegst du aber auch Schnappatmung. Ja. Boah. 2 Butterbrezeln, bitte. 10 Schweizer Franken. Boah. Ich, das ist mal so Wahnsinn. Und wir zeigen mal, das ist nur sowas. Und noch nichts. Mit Butter. Mit Butter? Ja, ist aufgemacht mit Butter. Ja, 20 Mark. Pizza ab 23 Schweizer Franken aufwärts für eine Margarita. Für eine Margarita. Ja. Annas Traum an der polnischen Ostseeküste. Ein kuscheliger Abend im Warmen mit ihrem Stefan. Also Stecker rein. Heizung an? Ist nix, ne? Nope. Fehlanzeige. Ist drin. Ist nix, ne? Dann hast du Panik erstmal. Ja, Ja. kennen wir. Ja, die Sicherung ist rausgesprungen. Die ist unter der Spüle meistens. Neues Kabel, nächster Versuch. Das meinst du, das funktioniert? Das weiß ich nicht. Wir werden sehen, ne? Was ist denn daran anders? Ist egal. Komm, ist egal. Ich bin kein Elektriker, ist mir egal. Das hat wahrscheinlich auch nicht geholfen, ne? Mhm. Ich weiß es nicht. Was ist damit? Was ist das denn hier? Aber wenn du sagst, was ist das denn hier, werd ich nervös. Alter, willst du mich verarschen? Eine geschlagene Stunde später. Die Lösung. Aber das heißt doch, wir haben jetzt Strom, oder bin ich doof? Ja, das heißt jetzt, wir haben jetzt Strom. Was hast du gemacht? Ich habe einen Schalter gefunden. Da ist er. Echt, du kennst dich so gut aus, ne? Das ist unfassbar, was du alles immer weißt. Du hast einen Schalter gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das hätte ich aber auch nicht gewusst. Auf den ersten Abend. Auf den ersten. Wir haben eine Heizung. Prost. DIY hat seine Tücken. Das erleben fast alle Selbstausbauer. Auch Svenja und Jan. So soll es mal werden. Aber so sieht es gerade aus. Gut. Was ist total schief, total schief. Oder der Bus steht schief. Der steht, glaube ich, ein Stück nach vorne gekippt. Warte mal. Guck, der steht nämlich nicht im Wasser, der Bus. Da müssen wir es so wie das jetzt machen, oder? Ach du Scheiße. Ja, okay. Ein waschechter Niederrheiner gibt so schnell nicht auf. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Also einen Innenausbau stelle ich mir schwierig vor. Ja. Nicht? Je nachdem, was du für eine Karosserie hast, ist das innen drin wirklich nachher rund. Alle Achtung, wer das macht und sich zutraut. Und irgendwo was hinlegen mit einer Wasserwaage und wenn der Wagen dann auch schief steht, ja, dann funktioniert nicht. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Ne? Ja. Ja, diese Erfahrung mussten Svenja und Jan auch machen. Es ist so beschissen geworden. Ja, ist egal. Ich glaube, der Jan hat mittlerweile gelernt, dass es in manchen Situationen klug ist, einfach gar nichts zu sagen. Um mich in Ruhe zu lassen. Meistens ist der Jan aber auch nicht so klug, der sagt dann nämlich trotzdem was. Dann eskaliert das Ganze schon mal ganz gerne. Das können wir zum Beispiel nicht. Also ich sage immer irgendwas dazu. Und das ist dann halt der Punkt, wo wir uns dann wirklich dann auch an der Köppe geben. Ja, also bei uns eskaliert das auch manchmal. Mhm. Und dann knallt's und dann bin ich wütend und Andreas ist auch wütend. Dann sprechen wir eine kurze Zeit nicht miteinander, aber irgendwann ist es so weg. Ich habe Hunger oder keine Ahnung, kommt dann oder. Nach Wochen treffen wir uns wieder in der Küche. Deswegen bauen wir auch Schränke mal getrennt auf. Also ich lasse ihn aufbauen und wenn du dann so das Wort hörst, so Scheiße, und dann guckst du mal, Melke, ich so, brauchst du vielleicht doch Hilfe? Nein, lass mich in Ruhe. Okay. Das sah so einfach aus im Internet. Ich merke, wie anstrengend das war. Ich hab das, wenn ich das sehe, wie die da sitzen, fallen mir viele Bilder ein, wie ich da nächtelang rumgeschraubt habe. Weil der Urlaub kam und da musste Semesterferien und dann. Oh. Aber die Urlaube waren cool. Ab in den Ruhrpott. Zu einem Gespann, wie wir es in über 50 Folgen von Wir werden Camper nur einmal erlebt haben. Außergewöhnlich der Camper.
und die Besitzer. Genau. Von Der außen, Pink ja. Panther, ne? Ja, richtig. Ja. Wir haben den Wagen letztes Jahr gekauft, ne? Und der war wirklich Gelsenkirchener Barock, also alles in Eiche rustikal. Mega hässlich. Und da habe ich gesagt, also wir wollen mit dem Campen anfangen, aber so kann ich das nicht. Da kann ich nicht eine Nacht drin schlafen, ne? Das pure Grauen. Gelsenkirchener Barock zum Abgewöhnen. Boah. Ich kann das auch verstehen, dass du Gelsenkirchener Barock nicht haben möchtest. Und umbauen auch nicht, weil das zu teuer wird. Ne? Habe ich gesagt, Mario, können wir uns da irgendwas einfallen lassen? Ich hätte gern einen Pippi-Langstrumpf-Wagen. Ne? Also der soll schön bunt sein für die Kinder und soll gute Laune verbreiten. Und da habe ich gesagt, komm, kleben wir Folie. Normal? Gewöhnlich? Gibt's nicht bei Steffi und Mario Herrmann. Das zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht, wenn du das siehst, ja. Das ist wirklich Pippi Langstrumpf-Haus. Aber toll, ne, mit der Folie. Das muss er aber auch können, ne? Ja, das stimmt. So eine Folie da so drüber Ja, aber das ziehen. kann er. Das hat er drauf, ne? Ich glaube, das würde ich gar nicht hinkriegen. Also ich ziehe vor jeden Hut, der handwerklich so begabt ist. Das ist ja einfach nur schön, guck mal. Ja, guck mal. Und? Was zum Nachmachen? Ich mag das ja auch immer ganz gern bunt. Also obwohl jetzt inzwischen so bin ich auch für gedeckte Farbe. Aber früher wollte ich auch immer alles so bunt haben. Und Andreas hat immer die Krise bekommen. Hoffentlich bekommt Andreas jetzt keine Krise. Bühne frei für eine ganz besondere Camper-Waschmaschine. Das ist eine Warnweste. Nein, das ist was mit Wasser. Da steht was mit Wasser. Das ist so eine Schwimmtasche. Ja, da kannst du deine so trockenen Sachen reintun. Ich weiß, was das ist. Na gut. Da kannst du waschen. Das ist ein Schmutzbeutel, denke ich mal. Ach, guck mal, eine Waschmaschine ist das. Guck hier, da kannst du die Anziehsachen reingeben, Wasser einfüllen, zusammenrollen. Jo. Ach, und dann musst du die so schütteln, ne? Ja, und dann einwirken lassen und trocknen. Gut, und so ein starker Mann wie ich kriegt doch den Schleudergang daneben. Einmal so. Du zerstörst das vielleicht. Das könnte auch eventuell sein. Und ich habe sogar gelesen, es gibt Menschen, die füllen das während der Fahrt, stellen das irgendwo hin, wo das immer hin und her schwappt. Während der Fahrt. Wo dieser Beutel sich bewegt im Bad oder sowas und dann anschließend wäre es angeblich sauber. Das soll klappen? Ach, guck. Ach du Jemini. Ach ja, das sieht ja richtig schön aus. Guck mal, ob das sauber wird. Dann gehen wir das mal testen. Also, Klamotten rein. Ja. Erstmal Wäsche rein. Erstmal das Spülmittel rein. Erstmal Wäsche rein. Ja. Nee, Quatsch, erstmal Wasser rein. Wie viel? Alles. Du musst gucken, wie voll. Ja, lass laufen. Und jetzt bitte noch Seife oder Waschmittel dazu. Und dann das Camper-Workout. Rubbeln, kneten, schleudern. Wie im Waschbrett früher. Eine Kurzwäsche, ne? Diese Knoppen sind wahrscheinlich dafür da, wenn du so Ja, dass fühlst. du drauf reiben kannst. Genau, das ist wie früher das Waschbrett, wo du dann draufgerieben hast. Aber du siehst, dass das ja schäumt. Guck mal, das Wasser wie dreckig. Also man sieht schon, dass sich da auf jeden Fall was gelöst hat, würde ich sagen. Aber guck mal, hier kommen schon die ersten Tropfen, da ist das irgendwo undicht dann. Da läuft auch Wasser raus, ne? Von da unten. Und jetzt? Rausholen. Achtung, Dreckwasser. Fast wie neu. Also ist blasser geworden. Also Ketchup auf jeden Fall Weg. weg, Kaffee nicht. Dafür 53 €? Nee, da gehe ich irgendeinen Waschsalon und dann habe ich es perfekt. Nein, auf jeden Fall. Braucht kein Mensch. Ja, aber klappt auch in einer Plastiktüte. Das Ergebnis ist auch nicht überzeugend. Der ist wirklich auch robust.
Ich würde sagen, Daumen hoch. Gibt's auch einen Daumen hoch für dieses Essen? Sebastian war angeln. Frisch gefangene Maräne aus dem Drewitzer See. Den habe ich selber gefangen. Ich bin sehr gespannt. Sieht doch lecker aus, ne? Also wenn er den wirklich selbst gefangen hat, ist natürlich toll, ne? Wenn du dann deine Angelsachen noch dabei hast und dann gehst du ans Wasser und sitzt da entspannt und angelst einen Fisch und den isst du dann abends. Also, Du nimmst den aus. nee, das mache ich nicht, das musst du machen. Ich finde es einfach nur schön, aber ich könnte es nicht machen, nein. Ich könnte ihn auch nicht töten, den Fisch. Ich würd Nein, ihn, auch nein, nicht. ich würde ihn sofort wieder ins Wasser lassen. Nee, er muss schon fertig zubereitet sein. Den kriegst du aber so nicht im Wasser. Genau, du holst die Angel hoch und auf dem Tablett wird er dir dann serviert. Ich habe schon mal was vorbereitet, sagte der Fisch. Nein. Die Maräne, die ist mega lecker. Wirklich. Richtig gut. Und ein super mildes Aroma. Die Kräuter kommen toll durch. Wie schmeckt er dir? Zu sehr nach Forelle? Bei aller Liebe. Kann ihn nie essen. Oh. Gut, passiert schon mal. Haben wir auch schon mal, nicht? Hast du was gekocht? Das war aber versalzen. Ich musste das ja essen. Ich musste das lecker finden, ja? Ich konnte es nicht. Ist noch nicht so lange her. Petra, ich glaube, ich habe zu viel Salz reingetan. Etwas zu viel Salz. Ging Und dann die gar nicht. Antwort Es von ging Petra. nicht. Etwas? Ging gar nichts. Konnte nichts essen. Ich finde es unglaublich gut. Geschmäcker sind halt verschieden. Auch bei Campern. Aber Jasmin und Sven toppen es jetzt. Erstens, sie haben sich einem außergewöhnlichen Club angeschlossen. Die NRW-Camper. Ich sage immer, der Campingplatz ist das größte Wohnzimmer, was es gibt. Weil da kann ich vorne sitzen in Jogginghose und keiner guckt blöd, im Gegensatz zu vielen Hotels. Das ist wohl wahr. Zweitens, es gibt einen eigenen Camper-Song. Auf geht's zu Camping, so viel zu teilen. Schlichten und wieder, wir lassen es eilen. Original. Das ist Familie. Wenn du was hast, die sind füreinander da. Wie sagt man im Rheinland, jeder Doll ist Angosch, ne? Ja. Es wird noch doller. Die Liebe zum Camping geht im Club bei einigen sogar unter die Haut. Ich habe mal gesagt, wenn wir so und so viele sind, lass ich mir ein Tattoo stechen. Also ich würde mir jetzt kein Tattoo stechen lassen, weil vom Campingplatz oder so. Oder So weit geht die Liebe nicht. Genau. Zu einem Club. Ja, dann habe ich hier auf diesen Haufen hier kennengelernt. Und dann sind wir, ja, wir machen das. Und da sind wir dabei, da machen wir das, ja. Außer ich bin der Nacktschüchler gewesen. Ich habe nur gesagt, ich mache mir nur nicht das Zeichen, weil schlicht und einfach kann jeder. Für welchen Anlass würdest du dich denn tätowieren lassen? gar nicht. Wir werden Camper. Eine Entscheidung für so viele schräge, kuriose oder einfach unglaubliche Momente. Hör auf zu lachen.